Bandersee-Vorfall. Von Stacey Anders an Robert Rescher Delfin-Video. Was? Bob. Unser Riesenhaufen-Problem wächst weiter. Anscheinend hat ein Fischer im Bandersee ein Video von einer Harz-Tima-Horus-Einheit aufgenommen, die sich per Biomasseumwandlung an der Küste von Pulau Wetar auftankt und dazu ausgerechnet eine Herde gefährdeter Delfine benutzt. Vermutlich die letzten ihrer Art. Ich will nicht ins Detail gehen, aber es sieht aus wie das, was in einem Mixer passiert. Als ob der Roboter sich in einem schaumigen rosafarbenen Milchshake aus Delfinmatsch macht. Oh. Unser Unterdrückungsteam hat das Video aus 43 Netzwerken entfernt, aber es ist immer noch verbreitet. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es viral wird. Eine vorformulierte Stellungnahme erscheint mir absolut unzureichend. Irgendwelche Vorschläge? Das könnte echt haarig werden. Nichts kann schiefgehen, wenn wir Biomasseumwandlung für Roboter benutzen. A way up. All it takes is a few good handholds. Was? Händchen halten? Niemals, Aloy. All right, made it. Wonder what we'll find. Zuerst nach hier oben. Energiezelle. Another power cell. If I find more, I should be able to get to that ancient armor I found. Okay, wo landen wir unten? Hier ist ein Vorsprung, so ein spezifischer. Hoffen wir, dass wir auf dem Vorsprung landen. Und nicht ganz unten. Nie im Leben hat sie ein Seil, das mehrere Kilometer lang ist. Gut. Es wäre richtig lustig gewesen, wenn wir jetzt ganz draußen gelandet wären und komplett neu hätten rein müssen. Sicherheitshalber gehen wir mal hier hin und schauen uns erstmal die Sache an. No room. Einfach durch die Wolkendecke durchgebrochen. Halt, hier war noch was. Begutachten. Gesichert 3 Zettabyte Datenspeicher, noch 6% Akkuleistung. Was für ein Akku muss da drin sein? All data has been erased from this device. Oh. Do you wish to deploy alpha privileges to recover purged data? Oh yes, I believe I do. A file has been recovered. Scannen wir den Datenpunkt. Aufzeichnung 31. Oktober 2065. Elizabeth, good to, it's been years. Where's your legal team, Ted? No need. I dropped all 18 lawsuits the moment you landed. I assume your data confirms this. All right, this promises to be interesting. Perhaps we could have lunch brought in. You know, get reacquainted. I know you, Ted. You screwed something up, something big, or you wouldn't have eaten the crow necessary to get me here. So spit it out. There's a glitch in the chariot line. Your killer robots? Peacekeepers, yes, those. So shut them down. Obviously, Liz, we would, if we could. They're not responding. Are you telling me a swarm has gone rogue, Ted? It's worse than that. Show me the data then. And I'll take that lunch. Alone. Ted Faro brought Elizabeth Sobek here, but they hated each other. Another file has been recovered. Na dann. This isn't a glitch. It's a catastrophe. Fully aware. It's bad. Bad? Jesus, Liz. It's not bad, Ted. It's apocalyptic. You built a line of killer robots Peacekeepers. that consume biomass as fuel, In emergencies. and you made them capable of self-replication. Limited, self-manufacture, controlled. Not anymore.
The glitch severed chain of command. The only nation this swarm answers to now is itself. You think I did? Everything else is just food. And at the rate it's replicating, Ted, it will strip the Earth bare in 15 months. We're not talking fall of civilization. We're talking extinction. I get it, Liz. So how do I stop it while it's contained? It's not contained. It can't be. You know what I mean. Right. Before the truth gets out, you mean? Liz, I will do anything you say. Keep working it, and whatever you recommend, I'll do. I'm gonna hold you to that, Ted. The Pharaoh robots threatened all life on Earth, but somehow she defeated them. The world of the old ones fell, but life went on, or we wouldn't be here. A final file has been recovered. Natürlich sind es ganz genau 3. Nun gut. Project Zero Dawn. Jesus, Liz. There has to be another way. Der 2 If Tage there were a braucht, das nicer way to zusammenzusetzen. fix your mess, I would have proposed it. But this? This? When I asked you to find a cure, I didn't expect it to be worse than the disease. It's not, Ted. It may be grim, but it's our only chance. Now sign the proposal. Sign it? I can't sign that. Yes, you can. That? Liz, I cannot in good conscience sign that. You've got a choice, Ted. I know. I'm speaking to you from a VTOL en route to U.S. Robot Command. In 15 minutes, I meet with General Harris and the rest of the Joint Chiefs. What? Are you crazy? Now your choice is what I tell them. Sign, and I'll tell them the wealthiest corporation on Earth has guaranteed the funds necessary to build Zero Dawn. Exactly as I've designed it. Or don't sign, and I will make sure they and everyone else on this planet knows the real cause of the glitch. Jesus, Liz. You don't have to threaten me. I'll sign. Was ist der Grund des Look on the Glitsches? bright side, Ted. From here on out, you get to do what you've always been good at. Footing the bill while others get their hands dirty. God forgive me. What made her solution so terrible? What did she do to stop the robots? Executive access detected. Express lift opened. Ah. Ich sehe. This doesn't add up. Sobek couldn't have been my mother. She lived ages ago. All this searching, and I'm still no closer. That's your reaction to everything you've just learned? To whine like a spoiled child? You should really try talking that way to me face to face. As you wish. Oh. Do you really have no idea how monumental are the discoveries you just made, Aloy? I expected more of you. So, you have a face. Got a name to go with it? Of all the questions you could ask right now, that's the one you choose. I've spent decades searching the ruins of the old ones, trying to solve the mystery of what happened to them. For years, I've suspected that Pharaoh robots destroyed their civilization, but I could never confirm it. And in minutes, you uncover more ancient knowledge than I have in a lifetime, and what you want to know is my name. Ja. Silence. That's my name. Now, why don't you try asking another question? Something less trivial. Er scheint sich nicht wirklich für das zu interessieren, was wir empfinden. Also glaube ich, Herzen bringt nichts. Ihm zu drohen, was soll es bringen? Ich glaube, er will uns nur wegsessen. Ich glaube, wir verstehen einfach mal. All right, Silence. You've made your point. I came to these ruins hoping to learn more about this Elizabeth Sobek. And I have, but I still don't understand my connection to her. Or why the Eclipse is trying to kill me. Or who Hades is. No answers, just
One question after another. Exactly. Which is why it's time to expand your frame of inquiry. Only then will you see just how big your problems really are. What exactly are you talking about? You've chased a personal riddle into a crowd of larger mysteries. The common thread is your connection to Elizabeth Sobek. But what is that connection? She couldn't have been my mother if she lived centuries ago. We don't know the connection yet. The only way to find out is to keep going, to keep making discoveries. Thanks to you, we've only just now learned that Pharaoh robots once threatened to end life on Earth. But it didn't happen. The Old One's civilization was destroyed, but life was saved. Obviously. So, what did Elizabeth do? How did she stop the robots before all was lost? What was Project Zero Dawn? Exactly the question. Now, are you ready to go get the answer? Of course I am. Then why are you still standing here? Weil wir Fragen haben. Not so fast, Silence. You've got some explaining to do. I've told you quite enough. If you still got questions, be quick about it and stop wasting my time. Was hast du bitte so Schwieriges, so viel zu tun? Okay. Zuerst einmal. Unser Fokus. You've been using my focus to spy on me. How's that possible? Every focus emits a signal, a voice, that only other focuses can hear. Super Bluetooth. I know how to string those voices together, how to make them talk to each other, to communicate, even over vast distances. How do you learn to do that? Years of study and experimentation. In principle, it's not so different from how you override machines. I override focuses. And you can spy through other Eclipse's focuses too. Usually. All I'll say is that overriding the connections is complicated. Now, if that's enough talking, be on your way. Oh Nein. no. I'm just getting started. You've been getting a free ride on my focus, risking nothing while I risk everything. All I have to do is take this thing off my head, and you'll be blind, deaf, and dumb. So quit complaining and answer my questions. Very well. Proceed. Gut. Ob sie am Leben ist? Naja. Wer Hades ist, was seine Absichten sind. Ich würde sagen, wir versuchen erstmal alle Informationen zu kriegen, bevor wir nach seinen Absichten fragen. Ich habe nicht das Gefühl, dass er uns sagen wird. Wer ist Hades? So far as I can tell, the Eclipse are just following orders. It's Hades who wants me dead. Who is he? I don't know. The Eclipse describe him as a buried shadow, some kind of devil. That thing that spoke to me outside, that made that focus explode. That was Hades. It didn't seem like a person or a machine. More like a phantom. With a terrible voice. All that's certain is that he wants you dead. Because of my connection to Elizabeth. Has to be. Hades is using the Eclipse to resurrect Pharaoh robots. But if Elizabeth found a way to stop them centuries ago, if she made special weapons, maybe Hades is worried I'll do the same thing. In some of the ancient data I've recovered, there are hints of so-called super weapons being developed. Maybe to stop the robots, the civilization of the old ones had to destroy itself. Pharaoh-Roboter also? You said you've known for some time that Pharaoh war machines destroyed the civilization of the old ones. The evidence pointed that way. But until now, I never knew the full scope of their danger. That they could process organic matter into fuel, or that the Horus class could manufacture more robots. Like a cauldron on legs. But the robots we've seen so far, the Corruptors and Deathbringers, they don't do those things. Not yet, anyway. So far, we haven't encountered any that are undamaged. At full power, who knows what they're capable of? Das wäre nicht so schön. Was? Ist Elisabeth Sobek möglicherweise noch am Leben? Wahrscheinlich nicht. Is there any chance that Elizabeth Sobek could still be alive somehow? It's highly unlikely, but
not impossible. Some of the ancient data I've recovered includes mentions of life extension techniques. Pharmaceuticals mostly, an ancient word for medicine. But some were still trying to perfect ways of freezing and unfreezing people. Freezing and unfreezing people? Cryogenics, they called it. But there were problems with it. Given Elizabeth's technological acumen, I can't definitively rule out that she found a way to make herself immortal. But this is speculation. Wasting time. Okay, und was sind deine Absichten? Who are you, Silence? And what are your intentions? You really need to make this personal? Ja. I'm a lone wanderer who left his tribe behind a long time ago. An explorer of forbidden places, a searcher of lost knowledge. Exactly as I said. Why do you know so much about the eclipse? I happen to know a lot about a lot of things. If what you're really asking is whether I work for the eclipse or anyone else, I don't. I am nothing if not independent. Na gut. Sind wir erstmal fertig mit dir. Elizabeth told Ted Faro she was headed for a place called U.S. Robot Command to tell people about Zero Dawn. The place still exists as a ruin. The Asuram call it the Grave Horde. Grave Horde? Cheery name. You'll find it in the eastern mountains, buried under the tangled coils of a metal devil, or a BOR-7 Horus, rather, as we're learning to call them. I'll contact you when you get there. I can't wait. Someday we'll meet in person, and your manners had better be improved. Na gut. Seilen wir uns ab. Well, getting down will be a lot faster than getting up here, at least. So sieht's U.S. aus. Robot Command next. To learn the secrets of Zero Dawn. Kein Ausweg hier. Der Grabhort. Ah, sieh an. Hui. All done. Just cold and wet now. Der stereotypische Notausgang schlägt wieder zu. Und das war eine kleine Ladung an ein paar Erkenntnissen. Der Grabhort ist nicht die Position hier, die ich befürchtete. Er ist hier drüben. Das heißt, wenn wir den Grabhort gemacht haben, können wir direkt danach weitergehen in den Schnitt und die Sachen hier angehen. Soweit erscheint das mal sinnvoll. Ich würde sagen, wir Behemoth. Der macht aber eher Projektile. Das heißt, da könnten wir die Pfeilbrecher gut benutzen. Was für Sachen wollen wir überhaupt gerade beschaffen? Von Aufträgen her. Pfeilbrechen brauchen wir das Behemoth-Herz. Das ist gut. Außerdem Funkenfängerin. Ich habe nicht geschaut für Nora Beschützerin. Weil ich denke, vielleicht sollten wir die Nora Beschützerin trotzdem beschaffen. Auch wenn ich so zögerlich war. Profi-Jägerbogen, da brauchen wir Wächterherz und ein Sturmvogelherz. Nun gut. Gehen wir erstmal hier runter, legen das Behemoth-Areal, dann gehen wir die Sachen hier mitnehmen, legen vielleicht die Langbeine. Und arbeiten uns ein bisschen durch die Gebiete hier durch. Pfeilbrecherin, nicht wahr? Behemoths werfen Steine auf uns. Ich denke, Steine zählen als Projektile. So ist es meine Hoffnung. Oder Fernkampf. Und die Nahkampfangriffe der Behemoth sollten wir zum Großteil, den sollten wir ausweichen können. Natürlich liegen hier noch die Steine rum. Die Ausrüstung, die wir benutzen, halte ich für sehr gut für den Kampf gegen Behemoths bisher. Hallo Ratte. Tschüss Ratte. I can't spare the weight. Können wir Sachen herstellen, um Platz zu schaffen in unserer Tasche. Ah. Wir haben 66 reichhaltiges Fleisch, nur 5 fettes.
Fettes Fleisch ist eine Katastrophe zu beschaffen. Andere Tränke, Resistenztränke. Hier. Denn eigentlich brauchen wir die Kräuter nicht, solange wir die Tränke vollständig haben. Mit Hilfe der Behemoths oder Behemoth-Herzen, falls wir noch eins kriegen, können wir eine bessere Pfeilbrecherin kaufen. Das bedeutet, wir sind dann noch besser gerüstet gegen Projektilschaden. Langbeine. Händler. Waffen. Wir können... Lass mal hier schauen. Was brauchen wir für die Nora-Beschützerin? Panzerwandererherz. Ist was? Wir legen dafür eine Aufgabe. Nein, wir wollen uns nicht zu aktiven machen. Aufgabe existiert bereits gut. Funkenfängerin. Da brauchen wir ein Langbeinherz. Das ist gut. Die hier brauchen wir ja nicht. Die hier sehe ich echt nicht so nützlich sein. Weil Verderbensschaden, das lösen wir durch Gegengift. Also ein Panzerwanderer, Behemoth. Was Waffen angeht, können wir jetzt die Profi-Stolperfalle kaufen. Für 7500 Metallscherben, 2 Plündererherzen, 2 Graserherzen. Gib her. Langbeinherz würden wir für den Scharfschussbogen brauchen. Das reicht schon aus. Krass. Okay. Und Zünder mitnehmen. Hast du ein Herz? Bitte hab ein Herz. Das ist ein leuchtendes Gefecht. Das ist kein Herz. Sieh mal eine an. Der macht eigentlich keinen Projektilschaden. Der würde eher Feuer benutzen. Wobei er macht auch Schockwellen. Ich bin mir nicht sicher, was er tatsächlich am ehesten macht. Und da ist der Behemoth. Festhalten. Ah, erstmal daneben schießen. Langbeinherz! Okay. It's on to me.
So. Oh nein! Gotcha! Wow! Nein, geh weg! Nein! Das Spiel ist gerade nicht freundlich zu uns. Unsere Kräuter sind verbraucht. Nein! Unser scheiß Langbeinherz! Wir müssen es neu erobern! Da wurden wir einfach auf den Stein gelegt. Okay, ich halte fest. Die Osram-Fallbrecherin beschützt uns nicht gegen die komischen Wurfsteine vom Behemoth. Unsere Kräuter waren einfach instant weg. Nein, wir hatten doch gerade ein Langbeinherz bekommen. Das ist doch jetzt wieder weg. Ach, wir sind jetzt doch hier oben. Ach, nö. Ich hätte beim Lagerfeuer speichern sollen. Meine eigene Schuld. Meine eigene Schuld. Hat niemand anderen zu beschuldigen als mich selbst. Nun gut. Auf. Schild wäre besser in der Situation gewesen, glaube ich. Einfach um die Treffer, die wir kriegen, zu tanken. Müssen wir das Lagerfeuer hinten wieder aufdecken. Nun gut, hoffentlich treffen wir unterwegs die langen Beine wieder. Und vielleicht haben die diesmal wieder Herzen dabei. Maschinenareal Stürme, ja. Ich möchte schauen, ob hier drin was ist. Ah, sie haben eine Kiste. I'd have to leave something else behind. Komm, lass mich hier raus. Danke. Ja, das ist bedauerlich. Ihr seid mir egal. Okay. Direkt wieder in den... Da. Get another hit in. Oh, du bist auch hinter mir. Geh aus dem Weg! Au! Da hat das geholfen. Oh! Aber Verschwendung vom Pfeilen würde ich... Hallo! Au! Wovon wurden wir hier bitte getroffen?
Na? Trefft mich mal auf meinem verdammten Fell. Oh. Wow. Right on target. Wirklich, wo sind so Kräuter alle hin? Wir haben nicht so viel. Wir haben keine verbraucht, weil wir in der Ruine waren. Das erklärt Sachen. So, wenn im Zweifel einfach auf den Kopf, leuchtet das Geflecht schon wieder. Das, was ich wollte. Nee, wirklich, unsere Kräuter wurden uns vom Spiel geklaut. Wie ist das passiert? Nein, das erklärt Sachen. Die waren auch nur grob. Es wirft neue Fragen auf. Forget about traveling light. Okay, ich bin mir nicht sicher, wie das passiert ist. Mit den, dass unsere Kräuter einfach weg sind. Ach ja, du bist ein Stürmer. Ich glaube, das Spiel hat uns beraubt. Guten Tag, wo ist das Lagerfeuer, das wir hier war? Da hinten. You're not gonna be the one to stop me.